Freitag, der 22. Juli, Viertel vor 11 Uhr. Wir sind jetzt gerade losgelaufen, der Grasshopper und ich, wieder vom Elkhart Trailhead. Ja, und jetzt geht es Opsi, Pole Creek Trail und der Seneca Trail, wo uns zurückbringt auf Continental Divide Trail. Ja, das war der Hit, Tag 88, glaube ich. He? Der Rucksack ist wieder ziemlich schwer. Ich habe wieder ziemlich Zeugs gekauft. 90 Meilen plus Dubois. Ich habe leider hier im Pinedale keine Schuhe verwitscht, in einer passenden Größe. Ich musste online bestellen und die sind jetzt hoffentlich in Dubois. Mich wartet die Dienstag oder so. I have to wait 2 minutes. There's a whole group of hikers coming. Oh, look at that, yeah. So, es ist jetzt 5 ab 3 und jetzt sind wir wieder auf offizieller Continental Divide Trail. Ah, I see the island. Oh, yeah. A couple of them. Ah, they're camping on the peninsula. Ooh, I think that's closer than 200 feet. Yeah. Es ist jetzt die 4:30 und ich bin hier am Island Lake. Der Grasshopper ist auch noch da. Er hat zwar gesagt, er will nicht die Alternative laufen. Wir sind vor etwa 2 Meilen abgebogen auf die Knapsack Col Alternative Route. Die ist nicht viel länger als das Original. Sie gehen wieder so eine spektakuläre, schöne Route. Und der Grasshopper hat zuerst gar nicht die machen, weil es hat ein bisschen mehr Höhenmeter zu machen. Der hat gesagt, ihm lange das letzte Zeit. Dann sind wir zu den Abzweigung gekommen und dann habe ich gesagt, bist du sicher, dass du nicht kommen willst? Und dann habe ich gesagt, also gut. Jetzt sind wir hier am Island Lake, 4:30 und wir haben entschieden, dass wir hier bleiben für heute Nacht. Dass wir gar nicht mehr weiterlaufen. Eigentlich ein bisschen kürzer Wandertag. Wir
etwa 13 Meilen oder so, oder 14 Meilen gemacht. Ganz schlecht, aber nicht das, was wir normalerweise machen. So, es ist Samstag, der 23. Juli, 5 vor 7. Wir sind fast so weit für den Start in Tag 89. Ich habe die Sachen zusammengepackt, der Grasshopper ist gerade am Zähneputzen und nachher werden wir dann gleich loslaufen. Es ist 10 ab 9 und hier haben wir gerade eine Pause gemacht am Ende des Tals, bevor Anstieg zum Knapsack Kohlhaufen. So that must be a knapsack hole. Yeah, I think so. Makes sense. That should be it. Well, I'm sorry I talked you into that, We're almost there. but you're gonna remember that. Es ist 5 vor 11 Uhr. Wir sind gerade über den Knapsack Col. Und es war eine rechte Kletterpartie oben. Viele grosse Steine. Und wir haben erst viel die Hände hilft nicht, zum Ufer zu kommen. Und am Abend geht es hier jetzt
hat jetzt ein bisschen einen Weg, aber es hat hüfenloses Geröll. Muss man auch aufpassen, das ist auch nicht ganz einfach. Und oben, es hat recht starke Wind hier oben. Ich bin jetzt gerade ein bisschen weiter unten am Aufnehmen. Das hat man gar nicht gehört. Und da ist der Grasshopper am Abkladdern. Es sieht so aus, als bräuchten wir heute viel mehr Zeit, als wir gerechnet haben für das. Es ist jetzt 1 und wir haben eine Mittagspause gemacht hier am Peak Lake. Wir laufen jetzt aber weiter. Wir gehen jetzt um den See herum und nachher über den Cube Rock Pass. Und es sollte jetzt so gewesen auf dem CDT in knapp 4 Meilen, 3,5 oder irgendetwas so. Die Sonne habe ich leider nur mal kurz besucht am Mittag. Und ohne Sonne ist es fast ein bisschen frisch geworden zum Umhocken. Darum laufen wir jetzt weiter. We're way off trail. Are we? Well, the cairn is down there. Oh, it's down there. But doesn't matter, this is good way. Oh, yeah, This is the fun. path's right there. See, somebody went down. Yeah. I'll try and make my way over there. Ja, nu die sloegen. Ah, there's a cairn there. Yeah. So there's a trail for beginners and there's a trail for us. After knapsack, we're not beginners anymore. Nope. Es ist jetzt kurz nach der 2:30 und wir sind zurück auf dem Continental Divide Trail. Wir haben die alternative Knapsackpole haben wir hinter uns. Es war noch recht fordernd, vor allem von Knapsack rauf. Grobe Steine und viel Schnee. That bridge has seen better days. Oh, really? Do we have to go across, I guess? Huh?
Es ist jetzt 4:45 und wir sind am Green River und machen jetzt hier gerade eine Pause und essen etwas zur Nacht. Und anschließend werden wir noch ein Stück weiterlaufen. Wir sind jetzt ein bisschen näher am Grizzlygebiet, um wir versuchen immer ein bisschen früher zu Nacht zu essen, bevor wir campieren. Ja, und dann muss ich heute noch zu essen irgendwo einen Baum aufhängen. Es ist jetzt 5:06 Uhr, wir sind gerade losgelaufen nach der Nacht. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, dass in etwa 2,3 Meilen einen guten Zeltplatz haben. Die gehen wir jetzt anschauen. Das ist etwa eine Stunde sind wir dort. Nicht ganz, aber circa. Es ist jetzt 7:45 und wir haben unser Zelt aufgestellt. Und ich habe zum ersten Mal mein Essen aufgehängt in Bäumen. Mir ist es ein bisschen eben. Aber jetzt hängt es. Jetzt hängt es da oben. Und dort die Schnur hier oben gespannt, zu einem anderen Baum. Ja. Jetzt glaube ich, kommt bei einem schnellen Bach. Und dann muss ich noch Moskito mucken, die in meinem Zelt drin sind, noch ganz totschlagen. Während dem Aufstellen sind etwa 10 Mucken reingeschlichen. Ich habe gemeint, ich merke es nicht, aber das geht natürlich nicht. Dann geht es morgen weiter. Es ist Sonntag, der 24. Juli, 6:45. Ich denke, in einer Viertelstunde laufen wir los. Es ist Kiel heute Morgen. Das ist gut. Hat nicht so viel Mucke rum. Gestern Abend war wieder brutal. Ja, ich habe zum Morgen gegessen. Tortilla mit Nutella und Bananen. Kaffee gehabt. Ja, jetzt geht es 2 Seen entlang und dann hat es einen Campingplatz am Ende vom zweiten See, 6 Meilen. Dort hat es WC und Gießerkübel, die werden wir sicher noch nutzen. Und dann später geht es heute über den Pass noch. Ja, das war ungefähr so der Tag 90 heute. Es ist jetzt mittlerweile 9:30 und wir haben jetzt gerade eine Pause gemacht hier am Campground am Green Lake Trailhead. Gerade aufs WC gewesen und ein bisschen Gisel da gelassen, Platz gefüllt und gerade etwas gegessen. Ein bisschen Snacks. Und jetzt gehen wir Richtung Gunsight Pass. Ich glaube Gunsight Pass. 7 Meilen. I don't see any. Look at that fish. You saw a fish? Right next to that rock in the opening. Oh yeah. It's a big one.
And they're standing on the wrong spot. Yep. Es ist jetzt 20 ab 12 und ich nähere mich am Gunsight Pass. Ich glaube, wie heisst der? Es war echt ein Krampf jetzt. Es ist mir stotzig hochgegangen. Und es hat am Anfang noch ein bisschen viele Bäume gehabt, wo man drüber klettern oder umlaufen. Aber das Allerschlimmste waren die Mucke. Zum Teil sind die sehr angriffslustig gewesen. Und obwohl wir zügig gelaufen sind, konnten die uns noch stechen und auf uns landen. Und ich habe Muckenmittel gestrichen und sind überall schauen, wo es am besten ist zum Landen. Es war halb 1, gerade knapp. Und ich bin von oben auf dem Pass. Und ich bin froh, dass es oben ein bisschen zieht. Wegen der Mucke. Der Grasshopper hat gesagt, wenn es oben so viel Mucke hat, muss verlaufen. Wir sollten oben ein Zelt stellen zum Mittagessen. Zum Reinhocken und ein bisschen weg sein von der Mucke. Aber jetzt ist gut. Jetzt machen wir hier oben eine Mittagspause, bevor es auf der anderen Seite runtergeht. Es ist jetzt 5 vor 2 geworden, aber wir laufen den zweiten vom Gunsight Pass. Es ist noch ein Wanderer vorbeigekommen und hat mit dem noch ein bisschen geschnurrt. Wenn ich heimische. Aber jetzt müssen wir weiter, sonst kommen wir nicht mehr hin. Es ist jetzt 6:45 und wir haben jetzt gerade hier am See suchen gerade das Nachgegessen. Der See heisst Lake in the Woods. Jetzt gehen wir gerade noch auf die andere Seite runter, wo wir dann wahrscheinlich das Zelt aufstellen werden. Jetzt ist schon das Zelt dort hinten. Wir müssen schauen, es hat auch noch einen harten Kiel schon nicht drin, wenn wir dann schauen, was wir machen. Es ist jetzt 6:30 und wir haben ein Zeltplätzchen gefunden. Die Skier sind sehr interessiert, was wir machen. Aber wir haben da ein Plätzchen gefunden, das geschützt ist. Es sind ein paar ungestürzte Bäume da, wo sie nicht durchkommen.
Meinte ich auch. Oder? Ja, ja. Zwingselt um ein bisschen Bäume umgestützt sind. Und mein Plätzchen ist da hier. Da ist schönes Plätzchen gemacht. Hier laufen wir wieder am Grasshopper nachher. Es ist morgen vom 91. Tag, Montag, der 25. Juli. Es ist jetzt gerade 7 Uhr. Und wir laufen jetzt gerade los. Der Lake in der Woods ist gerade noch schnell gefilmt. Ein bisschen riesig, weil da steht das Zelt. Es sind jetzt 37 Meilen bis zum Highway 26. Das schaffen wir heute nicht. Aber wir versuchen auf Einstellung abzukommen, dass wir nur noch kurze Strecke haben bis zum Highway. Und ja, es ist nicht ganz einfach, dort ein Autostopp zu verwischen. Aber das sehen wir, hoffen wir das Beste. Zuerst müssen wir auf den heutigen Tag arbeiten. Es ist jetzt 8:45 und wir sind da an einer Quelle. Ein bisschen Wasser kommt. Das werden wir gerade auffüllen und 10 Minuten Pause machen. Es ist jetzt 20 vor 1 und wir sind jetzt hier wieder bei der Quelle. Da machen wir jetzt Mittagspause. So sieht das aus hier in der Quelle. Und einfach irgendwie zum Boden aus. Wir haben jetzt eine Stunde Mittagspause gemacht. Und jetzt gehen wir weiter. Sheridan Pass ist knapp eine halbe Stunde, ein bisschen weiter. 1,7 Meilen. Und nachher gehen wir auf eine Alternativstrecke, die alte Route, die der CDT Verlängerung gemacht hat, wo ich glaube 4 Meilen kürzer ist als die heutige. Und dann mal schauen. Und dann gibt es aber noch eine Abkürzung zur Lava Mountain Lodge, wo der Grasshopper noch hat. Aber das sehen wir, wie weit wir hier kommen. Das ist noch ein bisschen weiter. Zur Lava Mountain Lodge etwa 15 Meilen von hier. Das wird wahrscheinlich knapp oder spät heute Abend. Lohnt sich ja nicht mehr, da zu gehen.
ist jetzt mittlerweile 7:30 und ich bin hier bei der Lava Mountain Lodge und habe hier das Zelt aufgestellt. Zeltplatz zusammen mit dem Grasshopper. Und wir haben es hier geschafft, weil wir mitgenommen worden sind von zwei, die mit dem Side-by-Side unterwegs sind. Wir haben noch gespettelt auf der Schotterstrasse. Dass jetzt cool wäre, wenn jetzt einer mit dem Side-by-Side vorbeifuhr und uns mitnehmen würde, würden wir es schaffen bis zur Lodge, bevor die Küche zutut am 8. Und tatsächlich ist es nicht lang gegangen, es sind zwei dorthin gekommen. Dann haben wir zuerst ein bisschen geredet miteinander und dann haben wir gefragt, wie wir zum besten runterkommen. Und irgendwann haben sie gesagt, also komm, wir fahren dich. Dann sind sie angefahren, haben wir ein Bier gezahlt. Und wir haben dann nachher noch hier zu Nacht gegessen. Und ich habe jetzt mein Zelt schon aufgestellt. Ja, dann schnell nachher noch duschen. Und dann geht es dann morgen ab auf Dubois. Ja, ich habe das Ganze gerade eingeschlagen heute noch. Wir haben eigentlich wollen, also wir hätten jetzt gar nicht geschafft zum Laufen so weit. Und jetzt haben wir das schon hingeschafft und schon etwas gegessen und ja. Es war ein bisschen steibig auf der Ladefläche vom Side-by-Side, aber das ist eigentlich egal. Wir sind dafür, haben wir es geschafft und sind da. Ja, manchmal schlägt es gut ein. Es ist Dienstagmorgen, 9:45 am 26. Juli, Tag 92. Ich bin gerade an der Straße am Autostöppeln von der Lava Mountain Lodge weg. Hoffentlich schon gleich nach Dubois. Bleibe dort noch eine Nacht. Ich habe dort meine Schuhe anbestellt. Die sollten eigentlich schon dort auf dem Campingplatz warten. Und auch die neuen Wanderstecker sollten schon dort sein. Die sollten heute Morgen geliefert worden sein. Dann müssen wir noch ein bisschen etwas organisieren. Wegen dem Campingplatz in Yellowstone. Brauchen wir Bewilligung und die den Campingplatz zuweisen. Das muss ich noch machen. Dann muss ich Essen posten für eben die Etappe. Und dann sollte ich jemanden heimleiten und sagen, dass alles in Ordnung ist. Also heute gibt es nichts zum Wandern, heute gibt es Organisation und sicher Essen in der Ortschaft in Dubois. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Kommt zum Morgen nicht. Ja, wer weiss, dass vom heutigen Tag eigentlich. Vielleicht nehme ich die Kamera noch entschweren und vielleicht bleibt sie bis morgen versorgt. Die haben mir noch die Daumen drücken, dass ich schon bald mitgenommen werde.